Liebe Handarbeitsfreunde, heute möchte ich mit dir einen kleinen dekorativen Lampion machen, den man jetzt nicht unbedingt beleuchten muss, sondern einfach so als dekorative Quaste irgendwo hinhängen kann. Ich benutze einen Ring mit 10 cm Durchmesser. Wir brauchen auch noch ein bisschen Uhu. Ich nehme eine reine Synthetikwolle. Die Lauflänge ist 110 Meter auf 50 Gramm. Diese beiden Farben stehen mir zur Verfügung. Ja, was ich auf jeden Fall schon mal gemacht habe, ist so eine Quaste. Also dafür ist diese Synthetikwolle perfekt. Da fallen also die Haare hier unten sowas von genial. Schaut einfach toll aus. So eine Quaste beginne ich hier oben mit 4 Luftmaschen, eine Kettmasche in die erste dieser 4 Luftmaschen und dann häkle ich in diesen Kreis circa 10 bis 12 feste Maschen und ab da wird weiter gehäkelt in Spiralrunden und ich nehme dann hier auf diesem Bereich ungefähr noch 5 oder 6 Mal jede dritte Masche. Also wird verdoppelt, also da nehme ich dann zu und dann bleibe ich bei der Maschenzahl so lange, wie ich eben diese Hülse haben will. Ja, und dann heißt es, die Fäden um ein Buch wickeln, hier oben verbinden und zusammen knoten, damit man halt diese Schnur schon mal hat, später auch zum Festmachen. Und hier wird so ein paar Mal noch Wolle rumgewickelt, dass das auf jeden Fall auch stabil ist. Du kannst natürlich gerne auch hier, wenn du dann die Hülse so drüber streifst, noch ein bisschen ein Uhu reintun, dass das auf jeden Fall hält. Ja, also die Quaste hätten wir dann schon mal. Jetzt brauchen wir noch 10 von diesen kleinen Ringen. Die sind dann so ein Schmuckelement auf meinem Lampion. Also ich werde jetzt 10 benutzen. Du kannst natürlich auch auf dein Lampion dann noch mehr aufkleben oder aufnähen. Also kleben ist, glaube ich, besser. Für diese Ringe wickelst du den Faden 10 Mal um einen Finger. Das 11 Mal ist es auch okay. Hier durch, Faden holen, eine Sicherheitsmasche machen. Jetzt kannst du den Faden vom Finger herunterstreifen. Jetzt habe ich ein bisschen festgewickelt. Also nicht zu fest wickeln, sonst geht es so schwer. So, und jetzt schon anfangen hier mit festen Maschen um diese Fäden herum und du kannst im Umfang 20 feste Maschen häkeln, die haben da wunderbar Platz. Dann machst du eine Kettmasche in die erste oder auch gerne in die zweite feste Masche, da kommt man nämlich besser rein. Dann den Faden abschneiden und dann nehme ich eine dünnere Häkelnadel, also das mache ich dann, wenn ich fertig bin, weil da kann man hier hinten besser in diese Fäden rein und da ziehe ich dann den Restfaden rein und dann geht es nämlich ganz flott, wie das Brezelbacken. Und dann hast du so einen kleinen Schmuckring schon fertig. Ich beginne den Lampion mit 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und häkle eine Kettmasche in die erste dieser 4 Luftmaschen, um einen kleinen Kreis zu formen. Jetzt gibt es 1, 2, 3 Steigeluftmaschen. Und dann häkle ich in den kleinen Kreis, da passt auch was rein, insgesamt 13 Stäbchen. Der Anfangsfaden wird dabei mit eingehäkelt. Nach 13 Stäbchen ist die letzte Masche eine Kettmasche in die oberste der ersten 3 Steigeluftmaschen. Für die nächste Runde 3 Steigeluftmaschen und an den Fuß der Steigeluftmasche nochmal ein Stäbchen und jetzt auf jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen aufhäkeln. So wird die Maschenzahl in dieser Runde verdoppelt. Die
letzte Masche eine Kettmasche in die oberste der ersten 3 Steigeluftmaschen. Und jetzt kommt schon unsere dritte Runde. Und da häkelst du jetzt die Stäbchen so ab, wie sie da sind. Also keine Verdoppelung, einfach eine Runde Stäbchen. Ja, es entsteht so ein kleines Hütchen schon und das ist auch gut so. Die letzte Masche ist eine Kettmasche in die oberste der ersten 3 Steigeluftmaschen. Wir häkeln 1, 2, 3 Steigeluftmaschen. Auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen und das nächste Stäbchen wird verdoppelt. In dieser Runde verdoppeln wir jedes dritte Stäbchen. 1, 2 und hier kommen 2 Stäbchen rein, verdoppeln. Genau. Und wenn du diese Runde fertig hast, natürlich wieder eine Kettmasche an den Anfang und dann eine Runde bei dieser Maschenzahl bleiben. Nach dieser Runde kann man schon mal testen, ob eben unser gehäkelter Rand hier oben in unseren Reifen reinpasst. Und der passt eigentlich ganz gut. So ein bisschen Spannung darf ruhig sein. Aber ich möchte hier noch etwas länger und deswegen schließe ich jetzt hier noch 2 weitere Runden an. Also 2 Mal nur Stäbchen. Ja, du kannst natürlich dein Unterteil so lange hochhäkeln, wie du möchtest. Bei mir genügt es jetzt. Hier habe ich schon mit den 3 Steigeluftmaschen begonnen, jetzt ein Stäbchen und über dieses zweite Stäbchen gibt es jetzt eine feste Masche an den Ring, so gut es geht. Dann wieder 2 Stäbchen häkeln und auf das zweite Stäbchen eine feste Masche an den Ring und das machen wir einmal herum und schon ist unser Unterteil oder vielleicht ist es auch das Oberteil am Ring befestigt. Die letzte Masche, da steche ich auch wieder in die oberste der ersten 3 Steigeluftmaschen rein und mache dann nochmal eine feste Masche. Ja, jetzt können wir den Faden schon mal abschneiden und so ein bisschen nach innen vernähen, also würde ich jetzt machen. Da einfach mal so nach innen ziehen. Ja, so einfach ist es doch nicht. Und hier ist es jetzt so, dass du auch bei so einer glatten Wolle, die ist ja wirklich ein bisschen rutschig, da kann man jetzt hier so ein bisschen Uhu hin tun, damit da später dann nichts aufgeht. Also das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne. So, jetzt haben wir schon eine Seite und jetzt kann man einfach die zweite Seite, ja, im Großen und Ganzen genauso machen. Wenn du die etwas niedriger haben willst, dann lass die Runden weg, die nur mit derselben Maschenzahl sind und mach nur die Zunahmerunden. Das geht auch, aber da ist man ja echt gleich fertig. Also ich werde es jetzt ähnlich machen, vielleicht am Schluss 2 von diesen Runden weniger, aber das sehe ich jetzt, wie es halt gerade kommt. Genau. Bevor wir dann die zweite Hälfte hier anhäkeln, müssen wir natürlich erstmal die Quaste anbringen und das machen wir jetzt so. Ich ziehe hier durch dieses enge Loch, versuche ich jetzt diese ganzen Fäden durchzuziehen. Vielleicht klappt es beim ersten Mal. Ja, ist gegangen. So, und da müssen die jetzt hier innen auch fixiert werden. Und das mache ich mit so einer Kugel. So, da. Sind alle Fäden durch, habe ich auch alle erwischt. Genau. Festziehen. Hier kommt jetzt auch ein bisschen Uhu hin. Hier unten und hier oben. Und dann versuche ich da noch einen Knoten so nah wie möglich an die Kugel anzuschieben. So. Noch mal ein bisschen Uhu, schadet nicht. Und jetzt einfach mal trocknen lassen. Genau, das wäre jetzt das Unterteil. Und beim Oberteil ist es eben so, da nehme ich jetzt
diese Wolle, ziehe die auf die Kugel auf. Muss allerdings hier erst durch mit der Wolle. Dann hier durch die Kugel durch. Wieso gibt es jetzt nicht? So, und jetzt auch die Wolle hier wieder zurück. Und da werde ich jetzt erstmal hier so ein Band häkeln. Hier ist es jetzt fixiert und da jetzt irgendwo so eine Masche aufnehmen und dann ja, ein Band häkeln, so lang wie du es brauchst. Und da hängt dann der Lampion dran und dann, wenn beides dann trocken ist, hier kann man auch wieder ein bisschen Uhu hin tun, wenn man das möchte, dann kann man die zweite Hälfte an den Kreis anhäkeln. Und da ist eigentlich schon alles zusammen. Dann gibt es vielleicht noch eine Verzierung hier an den Reifen. Entweder mit dieser selben Farbe der Wolle nochmal eine runde feste Maschen, bis das Schwarz nicht mehr zu sehen ist. Oder man nimmt so eine haarige Wolle. Also hier würde sich jetzt dann auch diese Wolle anbieten. Da brauchst du dann auch nur feste Maschen machen und dann ist das Schwarz nicht mehr zu sehen. Aber da kannst du selber mit deinem Wollfundus mal kreativ werden, wenn du das möchtest. Ja, ich habe mich jetzt hier für die Glitzerwolle entschieden. Mache immer eine feste Masche, da wo es möglich ist, und zwar immer im gleichen Abstand und dann eine Luftmasche. Und da kann man jetzt auch den Anfangsfaden der Glitzerwolle und den Restfaden des Deckels oder einer Seite mit einhäkeln. Und der schwarze Reifen ist dann überhaupt nicht mehr zu sehen. Vielleicht hast du auch einen silbernen Reifen, auf jeden Fall der verschwindet natürlich unter der Glitzerwolle. So, die letzte Masche ist dann eine Kettmasche. So, und dann werden die, bei mir sind es insgesamt 10 von diesen Kreisen hier noch schön verklebt und verteilt, dass es halt gut aussieht. Und wenn dann der Uhu getrocknet ist, dann schauen wir uns den kleinen Lampion an, wie er ja, aufgehängt aussieht. Dann habe ich den kleinen Lampion schon mal aufgehängt. Die Kreise sind aufgeklebt und so sieht er im Ganzen aus. Hier ist natürlich sehr dominant die Quaste, aber genauso wollte ich es. Ich wünsche dir mit dieser Idee, einen Lampion aus einem Ring zu machen, viel Vergnügen und wir sehen uns beim nächsten Video. Pfiat.